Ja, das ist aber ein Airstock. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Bam. Ja, das ist auf jeden Fall ein FL-Valve. Viel kleiner. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade mache. Hey Leute und willkommen bei einem neuen Video von uns. Und zwar ist es wieder ein Unboxing-Video und zwar eine EMF und nicht eine EMF 100, weil das ist halt nur eine Umverpackung, die noch nicht fertig ist, sondern wir haben hier eine, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, EMF 200. RFL, keine Ahnung, Rifle vielleicht, keine Ahnung. Ich habe die kurz gesehen, ich habe auch schon einen Stempel drauf gekloppt. Wir sehen uns die jetzt mal an. Ein paar Sachen kenne ich noch nicht, aber wir schauen da zusammen mal durch und ja, entdecken dieses schicke Ding. Viele von euch finden das bestimmt toll. Turnierspieler wahrscheinlich nicht so, aber die MagFed-Szene wächst ja immer mehr. Und wir schauen mal rein. Achtung, tada! Wir haben eine neue EMF. Und nicht mehr so in diesem, nennen wir es mal, futuristischen Stil, sondern ein bisschen im realistischen Stil. Vorab, wir haben hier schon ein neues Magazin, diesmal in der Bananenform. Und wir haben hier die neue EMF. So, wir gucken mal, was noch mit dabei ist. Und zwar hier in dem kleinen eingeklebten Päckchen. Was haben wir hier? 2 Laufsocken sehe ich. Ja, das ist aber kurz gut eingepackt. So, weg damit, braucht keiner. 2 Laufsocken kennen wir ja von Planet, große und kleine. Fett kennen wir, Imboset kennen wir. Kurz zur Erklärung. Das ist noch eine Vorproduktion, das ist noch nicht der finale Karton, das ist noch nicht das finale Zubehör, was dabei ist. Aber ich weiß, dass das hier auf jeden Fall mit dabei sein wird. Und das packen wir mal aus, wenn ich es aufkriege. Und zwar eine Muscle. Kennen wir alle. Und jetzt schauen wir mal, wie der ganze Spaß hier auf dem Markierer aussieht. Ja, müssen wir da drauf geschraubt kriegen. So, fertig ist es. Da haben wir die EMF 200 mit einem, lass mich nicht lügen, 16 Zoll Lauf. Einem neuen Trigger, schaut mal hier, neuer Trigger, sehr kurzer Weg. Ich sehe auch gerade, da ist noch eine sieht man das? Da ist noch eine Einstellschraube, kann man wahrscheinlich noch ein bisschen den Weg verkürzen. Einen neuen Safety Switch, wie man den von der A15 her kennt. Mag Release hier. Was ich weiß ist, dass ihr hier auch noch den alten Mag Release einbauen könnt, weil ihr könnt die alten und die neuen Magazine verwenden, wenn ihr für die alten Magazine ein Upgrade-Kit holt, weil die sind ein bisschen anders gebaut. Kommen wir gleich drauf rein. Den neuen Magazin zeige ich euch gleich. So, was haben wir noch? Aluminium, Handguard. Hier oben auch alles Aluminium. Die ganze Whale hier ist Aluminium. Hier ist der, wie heißt es? Pops on Off. Da wird die Flasche drauf geschraubt und wird hier zugemacht. Was haben wir noch Schickes? Klar, Eye-Cover hier, auch Metall. Das hier hinten erkläre ich euch gleich, nehmen wir gleich zusammen auseinander. Dann zeige ich euch das. Was könnt ihr noch dazu kaufen? Also das bekommt ihr wahrscheinlich mit dem Magazin zusammen. Was ihr noch dazu holen könnt, ist ein Airstock, beziehungsweise ein Stocksystem. Flasche drin. Was ziemlich cool ist, ihr könnt die Flasche rausnehmen, habt hier dieses Teil. Das könnt ihr euch nachkaufen und einfach den Buttstock, whatever that's called, nennen wir den Stock, könnt ihr ihn einfach einsetzen und könnt theoretisch so mit mehreren Flaschen arbeiten. So. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Flasche umfüllen oder sonst irgendwas, habt ihr hier das System. Und schauen wir das mal drauf.
habe das vorab schon eingestellt, damit das cool aussieht. Ja, das ist die EMF 200 komplett. Recht lang, also wenn man so ein bisschen guckt, so ist schon ein langes System, aber ich finde es ziemlich wertig und auch echt gut gemacht. Wir haben QD-Aufnahmen und zwar hier eine, hier eine, hier eine, hier eine und hier eine. Hier können wir noch eine Sling reinpacken. Also genug Möglichkeiten, einen Sling dran zu setzen, um die Waffe gut zu tragen. Das hier vorne ist ein Standard, wie heißt das nochmal? Komm nicht drauf, ist früher Morgen. Barrel-Nut-System, kann das sein? Unten 2 Schrauben, könnt ihr den Handguard abnehmen, habt darunter die Nut, könnt ihr jeden Schaft vorne aufsetzen, den ihr wollt. Länger, kürzer, was ihr wollt. Könnt ihr mal gucken, kriege ich den Lauf raus? Ja, natürlich nur halb. Hier ist nichts geplant und nichts vorproduziert. Das werdet ihr kennen. Das ist der 16 Zoll Tactical Adapter oder 14 Zoll Tactical Adapter. Auf jeden Fall ein Tactical Frontteil. So, einmal. Und ich weiß nicht, sieht man es? In der Kamera kann man es, glaube ich, sehen. Hier drin ist eine Hülse, das heißt, da ist das S63-Laufsystem drin. Kommt also mit dem neuen Laufsystem, genau wie die alte EMF. Die kommt ja aktuell auch mit dem S63 Standardlauf. Kriege ich das wieder zusammengeschraubt? Ja. Genau. S63 Laufsystem, könnt ihr dann noch die Lappgehülsen dazu holen und damit dann halt perfekt mit First Strike schießen. Ist auch wieder First Strike ready, ja, ist es auch. Also sieht man das? Ich glaube, man sieht das nicht, das ist dunkel hier. First Strike ready, das Teil. Gut. Das, was ich noch nicht kenne, fangen wir damit an, und zwar die Magazine. Magazine sind ein bisschen neu. Zum einen in der Bananenform, wie ihr seht, und habt die große Tür nicht mehr, sondern ihr habt hier unten nur eine kleine Tür. Die ist hier mit so ein Klacksystem, kann nicht geöffnet werden. Dann haben wir hier die Feder, ganz klar. Und ihr habt hier halt das Magazin. Ich würde das gerne mal auseinanderschrauben mit euch, weil ich habe von Jack gehört, der will daran was ändern oder wollte was daran ändern. Ich will gerade mal nachsehen, ob er das gemacht hat oder nicht. Weil er hat so ein paar Ideen von uns umgesetzt. Deswegen würde ich gerne wissen, ob er da was gemacht hat. Ich habe mal das beste Werkzeug ausgesucht hier. So. Also ihr seht halt auch wie die alten Magazine. Hier sind 4 Schrauben drin. Die kriegt man auch schnell mal aufgelöst, falls man dann irgendein Problem haben sollte. Der Klassiker, Sand im Magazin, sehe ich auf so vielen Events. Gerade wenn die Felder so ein bisschen sandig sind, ist da immer Sand drin. Als Tipp, auseinandernehmen, kurz mit Pressluft ausblasen und dann ist das schon erledigt. So, ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Ja, alle Schrauben lösen. So. Soweit das gleiche. Die Shutter Door, der Ledge und ja, da ist es. Seht ihr es? Ja, kann man es sehen? Hier, ein Kugellager. Damit der noch ein bisschen smoother läuft und nicht verklemmen sollte. Manchmal passiert es halt hier, wenn First Strikes drin sind, dass er hier unten halt verklemmt. Das passiert damit wahrscheinlich nicht mehr. So, bauen wir den ganzen Spaß mal wieder schnell zusammen und wie immer vergesse die Tür einzubauen. Das passiert mir so oft. So. Zack. Zack. Ja, man merkt, dass das alles noch recht neu ist. Ist noch nichts weich. Ist ein bisschen steif. Muss halt ein bisschen arbeiten.
So, soweit zum Magazin. Also, da wurde auch was geändert. Eine neue Türe, kugellagерter Winder und die Bananenform, die so gut wie jeder haben wollte. Finde ich auch cooler. Von der Größe her sind die immer noch gleich. Das sind also immer noch, braucht immer noch Taschen von G36 Magazinen, weil sie halt ein bisschen größer sind. Basiert halt immer noch auf einem Die Magazin. Und man kann auch, wenn man eine Die hat, kann man damit auch eine Die Dam befüllen. So. Ja, das geht hier super weich, der Winder. Klack, 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 klack zu. Auch einfacher zu öffnen, finde ich. Also dieses Drehteil manchmal ein bisschen schwierig. Seht ihr alles? Door funktioniert auch. So. Das zum Magazin. Es gibt noch eine kleine, nennen wir es Special Feature. Und zwar hat dieses Magazin, ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann in der Kamera, ein bisschen dunkel hier, 1 und 2, also 2 Markierungen. Hat den Vorteil, man setzt das Magazin hier ein und setzt es auf, kann man es sehen, hier Markierung 1, gucken mit der Kamera. Das heißt, Magazin ist drin, aber nicht schussbereit. Das heißt, es ist einfach nur gesichert, ihr könnt es damit transportieren, sonst irgendwas. Hat er den Vorteil, dass der Ball nicht direkt drin ist und in der Kammer Sicherheitsfeature. Wenn ihr jetzt spielen wollt, geht ihr einfach hin, haut das Ding rein und dann habt ihr hier Position 2. Und mit Position 2 ist der Markierer schussbereit und ihr könnt schießen. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Nächstes Feature ist, wie eben schon gesagt, ihr habt hier einmal den Mac Release Button und ihr könnt hier unten den alten Mac Release Button anschließen. Sprich, ihr könnt dann halt wieder beidhändig, wenn ihr das wolltet, nutzen und damit halt das Magazin auswerfen. Auch der Safety Switch hier ist für beide Seiten benutzbar. Ihr seht hier, also wenn ich das mal in die Mitte stelle, ihr habt hier die beiden Kerben. Und auf der Rückseite sind die beiden Kerben auch. Das heißt, ihr könnt das Ding umdrehen und für Rechts- und für Linkshändler geeignet. So, ich mache mal die Flasche ab, weil ich will es auseinandernehmen. Das ist ja meine Aufgabe als Techniker, die Dinge auseinanderzunehmen. So, auseinandernehmen bei dem Markierer ist noch einfacher geworden als bei der EMF 100. Und zwar braucht ihr dafür immer nur noch einen Imbus. Mal kurz gucken, welchen wir brauchen. Wahrscheinlich der hier. Und dann hier oben rein, in diese Schraube, kann man sehen. Und dann schrauben wir diese Schraube raus. So, geht auch mit der Hand, muss man nicht einen Schraubendreher machen. Und dann ist wichtig, das Teil hier dürft ihr nicht verlieren, weil dann habt ihr ein Problem. Deswegen ist hier die Schraube, das Loch, wo die Schraube reinkommt, und dahinter ist noch ein Schraubenloch. Und da dreht ihr das Teil einfach rein. Dann verliert ihr es nicht. Eigentlich ganz cool. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich doch verlieren. Ich kenne ja meine Pappenheimer. Ich weiß am Anfang nicht, wie viele von diesen Schrauben wir haben werden. Deswegen packt die direkt hier rein, damit ihr es nicht verliert. So, was müssen wir jetzt machen? Schraube ist hier drin. Wir können einfach hier hinten das ganze Teil greifen und rausziehen. Bam. Das ist es. Das ist die ganze Magic. Wir haben jetzt hier den Bolzen und hier hinten ist der Regulator. Zeige ich euch gleich. Was ihr seht, Bolzen ist zweifarbig, das heißt, es ist nicht mehr der von der EMF 100, sondern, ja, was ist das für ein Bolzen? Das ist der Bolzen von der 180R. Kommt der 180R sehr nah ran, ist nicht 100% der gleiche, weil ihr seht hier drin, der Spool hier vorne ist ein grüner. Bei der 180R ist das ein, ist der blau oder rot? Ich weiß es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Der neue FL-Bolzen mit dem Soft-Tip innen drin. Ganz normal die goldene Chamber. Und kriege ich den auseinander, ohne mir weh zu tun. Denkt immer dran, die Gewinde sind scharf. Also greift nicht einfach an die Gewinde, sonst schneidet ihr euch in die Finger und das will natürlich keiner. So, ja, hier sieht man es ziemlich gut. Der ist ein bisschen anders geformt. Hier vorne diesen Bupsel, diese Kante hier, die gibt es bei normal nicht. Der ist auch ein bisschen kürzer. Er ähnelt der aus der 50 Cal EMF, nicht EMF, EMAC 50 Cal. Der sieht genau so ähnlich aus. Bin mir nicht sicher, ob der 100% genauso aussieht. Soweit habe ich die Knarre noch nicht zerlegt. Dann haben wir hier noch den Stift und hier drin den Switch. Kriege ich den raus?
Nee, kriege ich nicht raus. Sieht aber so aus. Was sieht ihr das? Ist der ja, hier sieht, dass er golden ist. Vielleicht mal da. Ja, da sieht man es besser. Das ist der normale Switch. Kriege ich nicht raus, abfällige Finger. So, aber egal, machen wir weiter. Wir schrauben hier hinten das Teil ab. Und da kommen wir an den Regulator. Auch total simpel aufgebaut. Da haben wir die Feder. Und hier haben wir den Pisten. Es ist ein Pisten aus der LV2, aus dem HPR-Regulator. Wird hier einfach eingesteckt. Feder rein. Und da drin ist der Rest. Und zwar funktioniert das ziemlich einfach. Wo hat man es? Da sieht man es ziemlich. Sieht man es da? Sieht man es da? Da sieht man es besser. Das ist der Adjuster zum Einstellen. Ich stelle den Markierer hinten ein, sprich in die Richtung drehen, weniger, in die Richtung drehen, mehr. Wir holen mal den Adjuster raus, gucken uns den mal an. Ich würde aber mal behaupten, das ist der gleiche wie bei fast allen Markierern. Planet hält sich ja immer an die gleichen Systeme. Genau. Standard Adjuster, ETA 2, EMF, EMAC. Ganz normaler Adjuster. Und der sitzt halt hier hinten drin. Ihr seht, es ist alles sehr kompakt gehalten, alles an einer Stelle. Ist natürlich für die Wartung super. Bin ich auch ein großer Freund von, dass ich nicht auf einem Event 10 verschiedene Teile auseinandernehmen muss, sondern habe alles in einer Hand. Echt cool gemacht. Und im Endeffekt das Ding raus, fertig. So, jetzt bauen wir den ganzen Spaß mal eben wieder zusammen. Was im Endeffekt beim Markierer dabei sein wird, wenn er denn final auf den Markt kommt, seht ihr auf unserer Homepage, weil, wenn ihr das Video seht, ist der Markierer online. Dann werdet ihr sehen, was für Zubehör dabei ist, was für Pakete wir gebaut haben mit dem Stocksystem, weil das ja ab Werk nicht mit dabei ist. Und dann könnt ihr euch gucken, was ihr euch alles dazu packt. Die alte Schulterstütze von der EMF 100 wird natürlich nicht passen, weil es natürlich ein anderes Aufnahmesystem ist. Hier passt halt nur die neue Schulterstütze. Aber das System kennt man auch von anderen Herstellern. Da kann man theoretisch halt basteln. Oder halt, was gerade ziemlich cool ist, es gibt sehr viele, die aus 3D was bauen, auch aus sehr guter Qualität, sehr hochqualitativen 3D-Druck, was auch viel aushält. Da ist halt den Leuten wieder keine Grenzen gesetzt, was die Fantasie angeht. Und ihr könnt damit arbeiten. Zurückbauen, Schraube vorne raus, Schraube hinten raus, Schraube vorne wieder rein. Und dann ganze Hand festdrehen und das war's. Push-Button hier, klack. Bei welcher Waffe war das, wo man das hier so machen muss? Komme ich gerade nicht drauf, aber irgendeiner Waffe spart man das Teil so. Ich weiß es nicht. Ja, Griff hier ist auch ein neuer. Finde ich persönlich ein bisschen griffiger. Es ist nicht mehr dieses Gummi, was bei der EMF 200 drauf ist, sondern halt wirklich ein sehr hartes Nylon-Material. Auch diese Perforierung hier, die ist super griffig, finde ich echt gut. Und die Form ist halt gut. Der Winkel ist ein bisschen anders geworden. Und dieser Trigger, Leute, der ist so geil. Der ist super kurz. Und hört man es? Klack, 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 klack. Also kann mir gut vorstellen, dass man mit eine hohe Schussrate hinkriegt. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, ich möchte mir mal gerne das Valve ansehen, was hier drin sitzt. Und dafür haben wir hier und hier 2 Schrauben. Die müssen wir einmal losschrauben. Optimalerweise mit dem richtigen Imbus. Jetzt mal gucken, ja, man müsste die theoretisch kontern. Ich habe natürlich jetzt nur ein Imbus-Set hier. Das sind 2 verschiedene. Einmal hier, der große, den wir auch brauchen, um hier oben loszuschrauben. Der kommt hier rein und da kommt der andere rein und dann kann man den losschrauben. Das ist geil. Okay, zweimal die gleiche Schraube wäre auch ein bisschen dämlich, weil wer hat schon zweimal einen Kohlenschlüssel dabei, außer man findet die irgendwo auf dem Feld. Das ist echt cool. Also das habe ich auch nicht gewusst. Ich muss dazu sagen, ich habe den Prototypen schon, wann war das? Wir haben jetzt 25, wann war ich in England?
Im Mai 24 habe ich schon den Prototypen gesehen in England. Sehr cool, aber da war alles halt noch 3D-Druck und bisschen anders. Ich finde jetzt die finale Version ganz cool, sehr cool sogar eigentlich. Und ich glaube, ich werde mir auch eine ein bisschen customizen. Kommen wir auch langsam an das Alter, wo man eher ein bisschen mehr MacFed spielt als Turnier-Paintball. Und dann werde ich mir, glaube ich, das Ding ein bisschen umdesignen. So. Warte mal kurz. Kann man das... Ist das vielleicht wie bei diesem anderen bekannten Hersteller? Mal gucken. Packen wir mal diesen Pin raus. So, was müssen wir noch? Wo kommen die jetzt her? Okay. Seht ihr hier? Das hängt hier hinten noch fest. Das ist eine gute Idee, damit es nicht abfällt. Also müssen wir die Schraube nochmal lösen. Aber da die ja nur handfest ist, geht das ganz schön schnell. Hier, tak, 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 tak. Schraube raus. Also ein bisschen ab. Und dann haben wir hier den Frame. Okay, schauen wir uns mal den Frame von innen an. Was sehen wir? Nicht so viel. Habe ich da Feuer stehen? Ja. Man sieht hier dieses messingfarbene Teil. Das ist der Auslöser. Genau, jetzt ist er blockiert. Jetzt löst er aus. Der hat einen super kurzen Weg. Kann man das gut sehen? Ich habe mehrere Kameras. Ne, man sieht das ganz schwierig. Super kurzer Weg, das ist echt geil. Ja, hier der Mac Release. Und auch leichter. Was haben wir hier? Okay, da ist noch eine, sieht man nicht? Ne, man sieht sie nicht. Wo ist denn die Kamera da? Da sieht man noch eine Schraube, das heißt, man kann den Griff auch abmachen. Und von der Anordnung sieht das her, als wäre das ein A15-Griff. Müssen wir mal gucken, lege ich ein Video nach für. Aber hier passt ja noch ein Werkzeug rein, weiß nicht, vielleicht ein kleiner Energieriegel, wenn man auf dem Feld ein längeres Spiel hat. Ganz cool gemacht. Aber okay, weiter. Nehmen wir mal den Bolzen raus. Bolzen und Regulator, ist ja alles eins. Und dann haben wir hier schon das Valve. Sieht ganz cool aus. Funktioniert halt nach oben gerichtet, weil hier ist der Pin, das ist der Valve-Pin. Und löst halt dann nach oben aus. Ich mache das mal runter und gucke mir das mal an. Aber ich nehme mal an, das wird halt ein ganz normales FL-Valve sein. Sprich die neuen, die jetzt auch bei allen EMS verbaut sind. Krass. Ja, das ist auf jeden Fall ein FL-Valve, nur halt viel kleiner. Richtig klein. Also normalerweise ist der FL-Valve ja so ein Block, ungefähr 1 Euro groß. Aber das Ding hier, das ist echt krass klein. Ja, hier wird das QVI drin sitzen. QVI, ja. Oder Diaphragma, wie man das Ding nennen will. Richtig geil. 2 Ohrringe. Also auch super wenig Ohrringe. Echt geil. Klar, auf dem Bolzen sind Ohrringe drauf, die müssen da ja hin. Aber hier 2 Stück. Nicht schlecht. Haben die sich noch ein bisschen was ausgedacht. Und, das muss ich auch dazu sagen, ich habe es ja schon geschossen. Because da ist ein Stempel drauf. Wir müssen die einschießen und fertig machen fürs Amt. Die ist leise. Also wenn ihr eine EMF 100 habt mit diesem Whisper Bolt hinten drin oder Whisper Chamber, die ist ja schon leise, aber die ist leise. So. Kann man ja gut vorstellen, wenn man einen anderen Lauf nimmt, der weniger Bohrungen hat. Vielleicht noch einen Ticken länger für die Sniper unter euch. First Strikes. Keiner wird es kommen sehen. Niemand. So, ich weiß nicht, was ich jetzt gerade mache, weil das Teil kenne ich nicht. Weiß ich echt nicht, was es ist. Ich will aber wissen, was das ist. Deswegen schraube ich es auseinander.
Wenn ich die kaputt mache und nicht mehr zusammenkriege, verkaufe ich sie günstiger. Okay, das ist einfach nur eine Platte mit dem O-Ring, der ins Breech reingeht. Okay, I have no idea. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Vielleicht plant Pläne noch irgendwas, da irgendwas reinzupacken, was draufzusetzen. Wer weiß, wer weiß. Aber alles in allem, ziemlich geiles Teil. Habe ich schon gesagt, dass sie ein bisschen schwerer ist als die EMF 100. Was natürlich daran liegt, dass der ganze Body halt aus Aluminium ist. Nicht wie bei der EMF 200 außen dieses EMC-Kit, dieses leichte Nylonmaterial, sondern der ganze Klopper hier, also das ist halt Aluminium pur. Von daher ist da ein bisschen Gewicht hin. So. Aber nicht so, dass man damit jetzt nicht sich bewegen kann, sondern das funktioniert halt gut. So. Warum geht der jetzt nicht rein? Ist das die falsche Seite? Ja, war die falsche Seite. Aber hier hat es gepasst. Okay, sehr strange. Egal. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bin ja ziemlich gespannt drüber, was ihr dazu sagt. Je nachdem, wann ihr dieses Video seht, wir werden dieses Jahr auch auf ein paar Events sein mit diesem Markierer. Klar, wenn ich auf einem McFat-Event bin, dann werde ich den Markierer als Spare-Gun dabei haben. Wir werden aber auch auf einigen Events einen Verkaufsstand machen. Und da könnt ihr dann den Markierer natürlich auch käuflich erwerben. Habe ich den jetzt falsch eingebaut? Passt trotzdem, egal. Natürlich auch werde ich davon ein paar in der Live-Flotte haben. Das heißt, wenn ihr noch eine EMF 100 habt und seid euch nicht sicher, kommt zu meinem Stand. Meistens da, wo so hübsch viel grüner Stand ist. Kommt hin, fragt kurz nach, könnt euch eine ausleihen, könnt ein bisschen ballern und gucken, was ihr davon haltet und vielleicht dann irgendwann eine kaufen. Preise kann ich euch nicht sagen, wissen wir noch nicht. Genau wie den Lieferumfang wissen wir auch nicht. Wie viele Magazine mit dabei sind, kann ich nicht sagen. 1, 2. Aber ihr kennt ja unser Paket mit der EMF, mit der Schulterstütze, mit dem Magazin. So ein Paket werden wir auch bauen. Das heißt, wenn natürlich Magazine dabei sind, machen wir ein Paket mit Magazin. Und ihr könnt natürlich auch die alten Magazine nutzen, wenn ihr das Upgrade-Kit besorgt. Also es war in der Regel, dass es ein Upgrade-Kit geben wird, um die alten Magazine zu nutzen. Bin mir da nicht sicher. Also wie gesagt, nagel mich darauf nicht fest. Aber sonst, ja, ziemlich cooles Teil. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. EMF 200 bei uns auf der Homepage. Gönnt euch. Ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal.